Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute wollen wir bei diesem BMW, was ist das für ein BMW? Einsam, der BMW E87 bzw. E81, je nachdem halt, ob ihr einen Viertürer habt oder einen Dreitürer. Hier in dem Fall haben wir Viertürer, E87, aber den Motor gibt es natürlich in dem E88, E87, E81 und ich glaube noch einer. Schreiben wir aber alles in den Titel rein. Hier auf jeden Fall geht es einmal darum, es geht speziell um den Motorcode N43. Benziner ist das, Baujahr 2008, 125 kW und bei dem wollen wir nichts anderes machen als einen Ölwechsel durchführen. Mit natürlich Filterwechseln, Kauflink, alles unten in der Videobeschreibung. Da ist auch übrigens ein Ölwegweiser. Da könnt ihr einfach eure Schlüsselnummer eintippen und da wird euch gesagt, welches Öl passend ist für das Fahrzeug und was für eine Menge ihr benötigt. Denn 5,430 ist nicht gleich 5,430, ihr benötigt natürlich auch die richtige Freigabe. Das ist ganz, ganz wichtig, bevor ihr das Ganze bestellt, bevor ihr das richtige Öl bestellt. Das dazu. Ansonsten ist auch noch Folgendes zu empfehlen. Ich mache das mal so. Wenn ihr den Ölwechsel durchführen möchtet, muss man den Ölfilter ja abschrauben und da ist zu empfehlen so ein Ölfilter-Nuss, sage ich jetzt mal, Kauflink unten in der Videobeschreibung, zum Beispiel von XXL Automotive, Stahlmax ist unten verlinkt. Mit dem Rabattcode VIDIAWOLF kriegt ihr 5% Rabatt drauf. Ja, das dazu und natürlich zu empfehlen, den Ölwechsel immer bei betriebswarmem Motor zu machen. Vorher Ölfilter abschrauben, damit das Öl, was im Ölfiltergehäuse ist, runterlaufen kann und man somit das ganze Öl ablässt. Ja, ich würde sagen, los geht's. Und zwar ist mir aufgefallen, dass die Kommentare etwas abgenommen haben und deswegen haben wir uns überlegt, für die, die fleißig Kommentare schreiben, haben wir überlegt, dass wir immer und beziehungsweise mir fehlt auch immer so ein bisschen der Content, den wir live machen können. Und deswegen habe ich mir Folgendes überlegt, für die Leute, die fleißig am Kommentare schreiben sind, dass wir da ein Gewinnspiel machen, dass immer zum Ende des Monats wir ein Gewinnspiel machen für alle Kommentare, die in die Videos gemacht werden. Das heißt, egal unter welches Video ihr Kommentare schreibt, kommt ihr automatisch mit in die Verlosung mit rein oder macht ihr automatisch beim Gewinnspiel teil. Und da haben wir uns Folgendes überlegt, 50-Euro-Gutschein könnt ihr euch dann aussuchen. XXL Automotive-Gutschein oder Amazon-Gutschein werden wir dann mit euch schon ausmachen. Und das Ganze wird dann immer zum Ende des Monats, das heißt zum 30. oder zum 31. endet das Gewinnspiel und fängt dann immer automatisch am 1. des Monats an. Und da könnt ihr dann gerne unten in die Kommentare, nicht nur unter dieses Video, egal welches Video in diesem Monat rauskommt, da könnt ihr Kommentare schreiben und macht beim Gewinnspiel teil und im Livestream am 30., 31. Wir werden immer diese Livestreams vorab ankündigen, wann die starten, um wie viel Uhr, wo ihr dann automatisch zugucken könnt oder ihr werdet dann per YouTube benachrichtigt. Und dann können wir auch schon loslegen. Die passende Nummer ist 115949 von Stahlmax, um Ölfilter abzuschrauben, also quasi die Ölfilternuss. Oh, der hat sich sogar schon ein bisschen zusammengezogen. Also ist schon etwas länger her mit dem Ölwechsel wahrscheinlich. Und den Öldeckel aufmachen und dann können wir einmal das Auto hochheben. So, hier ist es ganz einfach, wir müssen nicht die komplette Verkleidung abmachen, sondern es reicht aus, wenn wir das hier einmal zur Seite drehen. Dann kommen wir hier schon an die Ölschraube dran und mit einer 17er Nuss schrauben wir das Ganze einmal ab. Und dann natürlich neue Dichtung drauf und das Ganze mit 25 Newtonmeter festziehen.
Ja, dann Dichtungen neu gemacht. Hier sind übrigens 3 Dichtungen, die man dann neu macht. Den Ölfilter einrasten, das Ganze hier schön mit Öl ein bisschen anschmieren und dann das Ganze mit 25 Newtonmeter festziehen. Und dann kippen wir die entsprechende Menge rein. Denn der Motor hat keinen Ölpeilstab. Man kann den nur im Tacho auslesen bzw. abfragen, ob der Ölstand passt. Deswegen macht euch schlau, wie viel der Motor bekommt. Unten in der Videobeschreibung ist ein Ölwegweiser, da könnt ihr Schlüsselnummer eintippen. Da steht auch nicht nur die Freigabe, welches Öl ihr benutzen könnt, sondern auch die Menge, die da reinkommt. Ja, und wenn wir genug Öl drin haben, dann einmal laufen lassen, damit der Filter Öl bekommt und den Ölstand dann natürlich auch einmal prüfen. Ja Leute, und so kann das Ganze aussehen. Jetzt zeige ich euch noch, wo man den Ölstand abmessen kann oder anzeigen lassen kann. So, und zwar ist das Ganze hier wie folgt. Wie man hier mit dem Menü arbeitet, werden ja wohl die ein oder anderen BMW-Fahrer kennen. So, wir drücken einmal in die Mitte, dann gehen wir einmal auf Infoquelle, auf Service und haben hier, normalerweise ist es so, da machen wir Zündung an. Am besten schon vorher, wenn wir Zündung anhaben. Service und dann könnt ihr hier einmal runter und dann könnt ihr auf Motorölstand. Wichtig ist natürlich, dass die Motorhaube geschlossen ist und dann misst er das Ganze einmal. Und das kann schon mal ein bisschen dauern. So, und nach circa 1-2 Minuten sagt euch dann, ob der Motorölstand passt oder nicht. In dem Fall okay. Ja Leute, und so könnte das Ganze einmal aussehen. Ja, alle wichtigen Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung. Natürlich muss ja jetzt auch noch der Service zurückgesetzt werden. Da folgt ein separates Video zu oder ist vielleicht schon veröffentlicht. Einfach auf dem Kanal mal gucken, suchen. Und ja, Ölzettel rein und den Serviceheft ausfüllen. Und nicht vergessen, regelmäßig Ölwechsel durchführen. Schreibt mir bitte unten in die Kommentare, welche Ölmarke ihr denn am besten findet oder ihr benutzt bei euren Fahrzeugen. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!